Hey, hier ist Markus von Pain for Peace und jetzt erfahrt ihr, wie ich mein Innerstes nach außen versuche zu kehren, um euch für die Motivation für meine Entgiftung, die endgültige Entgiftung quasi einen Einblick zu verschaffen. Falls ihr dazu dann Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare, ich versuche es zu beantworten. Vielleicht resultiert ja ein neues Video draus oder ihr habt Anreize. Was hat gefehlt bei dem letzten Mal, bei der zweiten Entgiftung, um komplett substanzfrei zu bleiben? Um quasi das Mittel des Vergessens, des Nebels in meinem Hirn, ähm, um die Realität zu ertragen, nicht mehr brauche, weil die Welt für mich dann nicht mehr zu ertragen nur ist, sondern ich lebe endlich. Ich habe damals Freunde gehabt mittlerweile. Da wusste ich, wer die Freunde sind. Also hat sich das schon mal das Standbein normalisiert und ich wusste, okay, die paar, wo ich jetzt noch habe, die lieben mich wirklich. Und ich sie. Nebenbei ein Gruß an meine Brüder. Hab euch lieb. So, dann hatte ich Familie. Ich wusste immer, meine Eltern, die stehen, egal was passiert, im Notfall hinter mir und mein Bruder und die sind da, wenn ich sie brauche. Somit hatte ich die zwei Standbeine. Damals dann auch eben noch meine Ex-Freundin und mein Kind. Aber da hat was gefehlt. Und zwar habe ich immer für andere gearbeitet, für andere stupide Jobs ausgeführt, wo bei jeder Stelle, wo ich war, ich mir gedacht habe, warum verbessert ihr nicht gewisse Prozesse? Warum macht ihr es? Weil der Heinrich das schon immer so gemacht hat, immer noch so, ja. Und macht es nicht so, das geht doch viel eine Stunde schneller. Oder erspart euch Stress oder erleichtert euch Vorgänge, ja. Arbeit, Energie. Und das gab es bei jeder Stelle. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, mach selber besser. Und das mit etwas, wo den Menschen auch was bringt. Hoffentlich durch eine schwere Zeit vielleicht durchhilft oder so, wo ich selber schon durchgemacht habe und den ein oder anderen Tipp für euch parat habe. Somit habe ich mir mit Pen and Paper, mit Stift und Papier, mit Büchern, Fachwissen und Ideen, kreativen Einfällen und die Findung meiner selbst nach und nach überlegt, wie stelle ich das an, dass ich Menschen Win-Win bringen kann und gleichzeitig dafür Gage bekommen oder Geld in Form von Energie, weil den Menschen das was bringt, sage ich mal, was ich ihnen bringe oder was ich liefere und sie gerne dafür bezahlen. Das hatte ich vorher nicht, weil das für einen Fremden geschehen ist, wo ich nicht mal wusste, wer das ist oder wo ich sage, okay, den Chef habe ich nie getroffen und schaffe aber mein Leben lang für den. Erfüllt dem seine Träume, dem seine Wünsche, dem sein Leben und gehe sie jeden Tag 40 Stunden blind an die Wand rennen. Habe ich keinen Bock drauf. Ich will die Welt verbessern. Ich will Frieden bringen, ich will Liebe bringen, ich will nicht abzocken, ich will das System einreißen, wenn es notwendig ist, um wieder zueinander zu finden und uns nicht vom Handy oder sonstigen TikToks oder so zu separieren. Nicht die Technik ist böse, ich motz nicht, aber der Nutzen der Technik bringt uns menschlich auseinander und nicht zusammen. Wir müssten die Technik vielleicht nutzen, um unsere Stärken und Schwächen rauszufinden oder andersweitig einzusetzen. Und ich für meinen Teil habe deswegen entschieden, ich mache da nicht mehr mit, ich möchte neue Wege gehen, ich möchte aufklären, ich möchte helfen. Und das alles hat einen Partner gebraucht. Für mich, für mein Wesen habe ich jemanden gebraucht, der dann meinen Plan sieht, sieht, dass er gut ist, sieht, dass er genial ist und dass da was dahinter steckt und dass ich mir Gedanken gemacht habe und das über nicht nur einen Tag, das verfolgt habe, den Traum umgesetzt habe und mir dann nach einer Zeit der Programmierer abgesprungen ist. Trotzdem weiter dran geblieben bin, so dass mir, ich nenne es mal die heilige Essenz, das Schicksal, ja, um jetzt nicht religiös irgendwie hier einzuschneiden, ähm, hat mir das Schicksal, ja, nicht nur doppelt so guten oder zehnfach so guten, sondern den perfekten Partner geschenkt. Kann ich einfach nur sagen. Ich habe gerade nach dem richtigen Wort gesucht, aber geschenkt wurde er mir, der
genauso unknusprig ist wie ich und trotzdem knusprig. Ihr wisst Bescheid. Und von daher, um es mal in Hochdeutsch auszudrücken, der an mich glaubt, an meinen Plan glaubt, allerdings auch daran glaubt, dass wir uns ständig entwickeln und verbessern und somit auch ein Zusammenfinden als neues Teamorgan gänzlich stattfindet und Prozesse immer wieder optimiert werden. Es ist immer sachlich, es wird immer auch hinterfragt und es macht Sinn. Wir schaffen uns gegenseitig einen Sinn, einen Lebenssinn in Sachen Eigenverwirklichung, Selbstverwirklichung, der Welt einen Sinn wieder schenken, einen Sinn mehr, wo vielleicht irgendwo ein Sinn verloren gegangen ist. Weil wir machen so viel Sinnloses oder sogar Negatives und wissen es. Und es ist vieles ganz recht einfach zu ändern. Somit hatte ich dann mehrere Nächte, ich sag mal Wochen, oder ja, es ging dann 1, 2 Wochen der Prozess, wo ich mir selber sicher sein wollte, fühle ich mich stark genug zum jetzigen Zeitpunkt, um endgültig alles zu ändern. Um endgültig meinen letzten Dämon auf die Seite zu schaffen, um mich letztendlich ganz mir selbst zu stellen. Meinen inneren Dämonen, die ich quasi mit den Drogen noch unterdrückt habe. Aber jetzt weiß, jetzt habe ich ein Team. Das besteht aus mir, meinem Hund, meiner Tochter, meinem Teampartner, meinem neuen, dem supergeilen, mega großen Programmierer König 3000, ja, der aber gleichzeitig genauso kreativ und motiviert ist an der ganzen Sache wie ich. Und weiterhin meine Freundin, mein ganzer Background wie Familie, die hinter mir stehen. Und ich merke auch, wie ich geprüft werde, ob ich mich zusammenreiße, weil vor kurzem, jetzt am 21. April, ist noch dazu mein kleiner Bruder verstorben. Ich habe selber entschieden, ich werde dazu noch eine Folge machen, aber bin noch nicht bereit, emotional, um etwas Würdiges für ihn abzuliefern. Und somit habe ich aber trotzdem die Motivation gefasst und den Entschluss gefasst, dass es jetzt einen letzten Entzug geben wird von allem, also auch Zigaretten. Ich will danach auch nicht mehr rauchen oder sonstiges. Der morgendliche Kaffee soll die einzige Substanz sein, die nicht im Sinne meines Körpers gesund ist oder so, wo ich dann zu mir nehmen möchte, weil ich jetzt den Background habe und die Chance, mich gänzlich meiner selbst zu stellen. Den Mut habe ich, das gehe ich jetzt an. Und jetzt am Dienstag, ich weiß gar nicht, wie viel ist es, 26. oder 25. habe ich Startpunkt letzte Entgiftung gesetzt. Ich werde das nicht in Wittichen machen, sondern mit meinem neuen Teampartner bei mir zu Hause. Ich werde da ein Videotagebuch drüber führen, versuche jeden Tag vor die Kamera zu sitzen und wenn es mir noch so hundselend geht, ich kündige das jetzt schon mal an, weil ich jetzt ja noch runterdosiere von meinen letzten Dämonen, um dann auch zu sagen, okay, ihr wisst jetzt, was kommt. Die Monster-Dokumentation meiner Entgiftung und hoffentlich auch eine Motivation für den einen oder anderen, mir das gleich zu tun oder sich daran wenigstens positiv ein Vorbild zu nehmen oder ja, was daraus mitzunehmen, sich seiner selbst zu stellen. Das ist vielleicht nicht bei jedem Drogen oder Substanzen, aber es kann auch Essen sein, sonstiges, wovor man dann Arbeit, ja, Workaholic. Es gibt so viele Sachen und wenn es Putzen ist, wo man sich ablenken kann und nicht über sich selbst nachdenkt, weil man sich davor drückt. Und wenn man sich zu lange davor drückt, wird man zu unglücklich. Und ich sag, bei mir ist ein Break-Even-Point erreicht. Wenn ich noch unglücklicher werde, muss ich mich aufhängen, weil ich so ein straighter Mensch bin. Und ich will im Leben aber noch maximal glücklich sein, wofür ich mich jetzt entschieden habe. Und mir sagt mein Bauchgefühl und mein Schicksal und alles, was drumherum steht, um die Chancen rum,
Jetzt musst du aufhören mit den Substanzen und dich dir selbst stellen. Ansonsten kommt Todgedeihen Verderb auch über dich. Das heißt, do or die. Jetzt geht's los. Ich würde mir wünschen, wenn ihr kommentiert, fleißig in die Tasten hackt, fleißig dabei seid. Guckt euch alles an. Seid gespannt drauf. Es wird ernst. Schluss mit lustig. Let's go. In diesem Sinne ganz viel Liebe, euer Markus. Pain for Peace.